Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Deportivo Alavés 1, Real Madrid 2. Im nächsten enttäuschenden Auftritt der Königlichen können wir Madridistas eigentlich nur mit dem Ergebnis zufrieden sein, mit den 3 gewonnenen Punkten. Und heute, am 15.12.2025, muss ich zugeben, ich hätte zum ersten Mal ein bisschen Verständnis dafür, wenn sich Real Madrid von Xabi Alonso trennt. Und dabei geht es nicht nur um den katastrophalen Fußball, den wir spielen, und darum, dass bis auf wenige Spieler der gesamte Kader weit unter seinem Niveau spielt. Es geht vielmehr um seine fehlende Persönlichkeit. Was ich damit meine, eine Analyse des Spiels und vieles, vieles mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, die Welt des Fußballs ist ganz schön verrückt. Am Mittwoch war ich nach einer Niederlage eigentlich ganz zufrieden und heute bin ich nach einem Sieg sehr, sehr unzufrieden. Ich muss mich mal fragen, ob ich wirklich Madridista bin. Ja, Real Madrid, kommen wir erstmal zu den Fakten, gewinnt 2:1 gegen Alavés durch ein absolutes Traumtor von Kylian Mbappé und durch ein Tor von Rodrigo, der in seinem zweiten Spiel am Stück trifft. Das bedeutet in der spanischen Tabelle, Real Madrid rückt bis auf 4 Punkte an den FC Barcelona ran. Das Ganze nach 17 gespielten Spielen. Das sind die Fakten, das sind die Daten. Real Madrid ist im Meisterschaftsrennen um La Liga in dieser Saison. Ja, und bevor wir jetzt das Spiel analysieren, starten wir zunächst einmal mit der Aufstellung, die ein Xabi Alonso gewählt hat. Und ich muss zugeben, mit der Aufstellung bin ich zu 100% zufrieden gewesen. Thibaut Courtois im Tor, richtige Entscheidung, rechter Verteidiger Fede Valverde, Innenverteidigung Rüdiger und Asensio. Das ist der einzige Unterschied zu meiner vorgeschlagenen Aufstellung. Ich hätte mit Dienhausen gespielt, aber Asensio ist natürlich fitter, viel mehr im Saft. Links hinten Victor Valdepeñas, mutige Entscheidung von unserem Trainer, hat mir sehr gefallen. Davor ein Tchouaméni mit einem Bellingham und einem Arda Güler. Vorne Vini, Kylian Mbappé und Rodrigo. Ja, wie gesagt, und damit, mit dieser Aufstellung, da war ich noch zufrieden. Und alles, was danach passiert ist, ja, da kann ich keine einzige Entscheidung von Xabi Alonso mehr nachvollziehen. Inklusive der Pressekonferenz. Aber dazu kommen wir jetzt im Laufe des Spiels. Ja, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es das schlimmer macht. Ich hatte gestern das Gefühl, diese Mannschaft will. Und diese Mannschaft hatte auch einen klaren Matchplan. Und zwar wie bei der Club-WM, wie am Anfang dieser Saison, vorne pressen. Das Ganze hat in den ersten 25 Minuten wunderbar geklappt. Real Madrid hatte aber auch wirklich alles im Griff. Torchancen kreiert, Balleroberungen am gegnerischen 16er, aggressive Spieler, die sich schnell vom Ball getrennt haben, die miteinander gespielt haben. Ja, es war eine Frage der Zeit, dass Real Madrid das 1:0 macht. Ja, und wenn du einen Kylian Mbappé in der Mannschaft hast, der war gestern vielleicht zu 70% fit, der hat sich ständig ans Knie gefasst etc. Also der war bei weitem noch nicht bei 100%. Aber dieser Spieler, selbst mit 70% ist er der beste Fußballer auf diesem Planeten. Was der da für ein Tor macht, ist absolute Weltklasse. Der rennt von links auf den Verteidiger zu, zieht in die Mitte und seine Schusstechnik ist wie von einem anderen Planeten. Erinnert ein bisschen an Cristiano Ronaldo, noch lange nicht so gut wie der Portugiese, aber trotzdem wahnsinniges Tor vom Franzosen. Und dann hat Real Madrid noch 1-2 Minuten weiter gespielt, hat das hoch mitgenommen. Ecke von Arda Güler, Jude Bellingham macht das 2:0. Das Tor wurde allerdings aufgrund von einem Handspiel zu Recht aberkannt. Aber ich glaube, das hätte der Mannschaft sehr, sehr gut getan, vor allem für die Moral. Denn was sich gestern wieder einmal gezeigt hat, ist, die Ergebnisse in den letzten Wochen haben bei Real Madrid große Narben hinterlassen. Dieses Real Madrid ist wie ein Boxer mit einem Glaskinn. Denn sobald Deportivo Alavés
zum ersten Mal geschafft hat, sich aus diesem Pressing zu lösen und 2, 3 Situationen zu generieren, ist Real Madrid in sich zusammengebrochen. Von dem hohen Pressing war nichts mehr zu sehen. Von Ballstaffetten, von Sicherheit am Ball war nichts mehr zu sehen. Deportivo Alavés hat das Spiel komplett in die Hand genommen. Kein Spieler von Real Madrid wollte mehr den Ball am Fuß haben. Und der den Ball am Fuß hatte, war die ärmste Sau auf dem Platz. Denn kein anderer hat sich angeboten, hat sich freigelaufen. Es war wieder Standfußball. Die Stürmer haben keine Sprints angezogen, um Räume zu schaffen, um die Abwehrreihen auseinanderzuziehen. Die Mittelfeldspieler haben sich hinter ihren Gegenspielern versteckt. Den Abwehrspielern blieb meist nichts anderes übrig, als den Ball hintenrum zu spielen und dann der berühmte lange Ball von Thibaut Courtois auf die Innenverteidiger des Gegners. Es war erschreckend, es war Horror, es war nicht Real Madrid würdig. Es war das Real Madrid, was in Elche untergegangen ist, was gegen Rayo Vallecano und Girona zu Recht nicht gewonnen hat. Ja, und es war mehr oder weniger fast eine Frage der Zeit, dass Alavés ein Tor macht. Ja, Real Madrid hat sich in die Kabine gerettet, dank einer unglaublichen Parade von Thibaut Courtois mit dem Gesicht. Aber der hält den Ball mit dem Gesicht, weil er sich groß macht, weil er mutig ist, weil er das Tor zumacht. Er hält das Gesicht hin und hält damit die Führung für Real Madrid. Und man sieht, Xabi Alonso erreicht die Mannschaft. Denn die ersten 5, 6 Minuten nach dem Seitenwechsel war Madrid wieder da, hatte auch die eine oder andere Torchance. Aber dann kam wieder das Glaskinn. Sobald Deportivo Alavés sich ein bisschen gelöst hat, ist Madrid wieder in sich zusammengebrochen. Ja, und dann ist es so gekommen, wie es kommen musste. Deportivo Alavés macht nach einem traumhaften Pass und nach einer traumhaften Annahme von diesem Pass ein wunderschönes 1:1. Ja, und zu dem Thema, was Xabi Alonso zu dem Tor zu sagen hat, kommen wir gleich. Das ist einer der Punkte, warum ich an der Persönlichkeit von unserem Trainer zweifle. Wie dem auch sei, Real Madrid kassiert das 1:1. Und dann muss man aber auch sagen, Real Madrid hat sich gegen dieses Unentschieden gewehrt. Hat dann wieder sich zusammengerissen, sich konzentriert, aufs Gaspedal getreten. Und Vini Junior hat mit einem hervorragenden Einzelleistung nach einem traumhaften Pass von Arda Güler. Ich habe mir die ganze Situation nochmal angeschaut. Madrid gewinnt den Ball, Arda Güler hat den Ball nicht mal eine Sekunde am Fuß, schickt Vini. Was Vini dann macht, das machen dir 5 Spieler auf diesem Planeten. Absolute Weltklasse, wie er sich da durchsetzt, spielt einen genialen Pass in die Mitte. Rodrigo startet rein, macht den 2:1 Siegtreffer für Real Madrid. Ja, und danach muss man auch sagen, hat Real Madrid nicht mehr viel gezittert. Also die letzten 15 Minuten, 20 Minuten mit Nachspielzeit von Real Madrid waren wieder respektabel. Bei weitem nicht gut, aber die haben Deportivo Alavés keine Chance mehr gelassen. Dadurch im Großen und Ganzen, wenn man das ganze Spiel sieht, hat meiner Meinung nach Real Madrid diesen Sieg verdient. Aber trotzdem ist diese Leistung viel zu wenig, wenn du Real Madrid mit anderen europäischen Top-Mannschaften vergleichst. Real Madrid spielt bei weitem nicht auf dem Niveau von Bayern, von Arsenal, von Manchester City, von den anderen großen europäischen Mannschaften. Und Real Madrid, wenn sich nicht dramatisch, gravierend etwas ändert, wird Real Madrid titellos aus dieser Saison gehen. Ja, und einer der Gründe dafür ist meiner Meinung nach unser Trainer. Denn jetzt erkläre ich auch meine Aussage, warum ich ein bisschen Verständnis hätte, wenn Real Madrid sich dafür entscheidet, ohne Xabi Alonso weiterzumachen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin immer noch der Meinung, Xabi Alonso ist einfach der beste Trainer für dieses Real Madrid. Aber ich möchte auch, dass Xabi Alonso unser Trainer ist. Der Xabi Alonso aus Bayer Leverkusen, der Xabi Alonso aus der Club-WM, der das Feuer hatte, der seinen Fußball hat spielen lassen. Nicht diese leere Marionette, dieser Carlo Ancelotti 2.0, der sich nicht gegen die Stars in der Kabine von Real Madrid durchsetzt. Ja, und was ich damit meine, erkennt man meiner Meinung nach ganz klar an den Auswechslungen von Xabi Alonso.
Wir reden über die 75. Minute. Real Madrid hat gerade das 2:1 gemacht. Ihr seht die Aufstellung von Real Madrid. So, ihr führt also 2:1 und möchtet dieses Ergebnis halten. Ihr möchtet die Spielkontrolle haben. Ihr möchtet den Ball in den eigenen Reihen laufen lassen. Und deine Auswechslung ist ein Gonzalo Garcia, das finde ich ja noch gut, für einen Arda Güler? What? In welcher Welt ergibt das Sinn? Wenn du einen Gonzalo reinbringst, bringst du den für einen Kylian Mbappé, der vor allem angeschlagen in dem Spiel schon war. Von mir aus kannst du den für einen Vini bringen, dem wirklich nichts gelungen ist, bis auf die eine Szene, und kannst einen Mbappé auf links tun. Aber das Normalste auf der Welt ist, dass du da einen angeschlagenen Kylian Mbappé rausholst. Und dann bringst du auch in der gleichen Aktion einen Dean Housen rein und wechselst einen Víctor Valdepeñas, einen linken Verteidiger, der das gut gemacht hat bis dahin. Du wechselst also lieber einen Innenverteidiger in die Innenverteidigung. Ein Raúl Asensio, der kein rechter Verteidiger ist, tust du auf die Position des rechten Verteidigers, und einen Fede Valverde tust du lieber auf die Position des linken Verteidigers, anstelle eines Raúl Asensios auszuwechseln. Und das zeigt mir, ein Xabi Alonso traut sich nicht, vorne ein Rodrigo rauszuholen, vorne ein Kylian Mbappé rauszuholen, hinten ein Asensio rauszuholen. Er hat nicht die Persönlichkeit, er traut sich nicht, die Spieler rauszuholen. Und das sage ich heute an einem Tag, an dem Vini Junior mit einer tollen Einzelaktion das Spiel für uns entschieden hat und mit einer anderen Aktion, zu der komme ich gleich auch noch, keine Sorge, der Schiedsrichter kriegt noch sein Fett weg, auch das Spiel vorentschieden hätte für Real Madrid. Aber Xabi Alonso wählt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Er wechselt ganz einfach einen Arda Güler raus und er wechselt einen Víctor Valdepeñas raus, weil die nicht meckern. Weil nicht die Frau von denen irgendwas tweetet, weil der Vater nicht in die Büroräume von Real Madrid marschiert. Er belohnt die Unruheherde. Und vor allem, was man da auch noch sieht, 2 Minuten später, obendrauf, verletzt sich ein Rodrigo, liegt im Mittelfeld und du hast die Chance, deinen Fehler zu revidieren. Du hast einen Dani Ceballos auf der Bank, der die Fäden ziehen kann. Du hast einen Cestedo von Real Madrid Castilla auf der Bank. Du hast einen Thiago Pitarch, die alle für diese Position ihr ganzes Leben lang spielen. Aber nein, du musst einen Brahim auf Zwang reinbringen. Also die nächste Auswechslung. Xabi Alonso hat mit jeder Auswechslung die Mannschaft schlechter gemacht. Und das Ganze, was das Fass für mich zum Überlaufen gebracht hat, sind diese Aussagen in der Pressekonferenz. Wir sind in Führung gegangen und dann haben wir ein bisschen die Kontrolle über den Ball verloren. Und dadurch haben wir die erste Hälfte nicht so gut zu Ende gebracht. In der zweiten Halbzeit hingegen haben wir gut angefangen. Wir hatten mehrere Chancen, um das zweite Tor zu machen. Stattdessen haben wir ein Gegentor kassiert bei der einzigen Aktion, bei der Valdepeñas einen Fehler gemacht hat. Denn bei allen anderen Aktionen war er sehr souverän, hat sehr gut gespielt. Bei dieser einen Bewegung, die Carlos Vicente dann ausgenutzt hat, und das war ein super Pass. Wie wenig Charakter und Persönlichkeit muss man haben, um dieses Tor dem jungen Víctor Valdepeñas anzukreiden? Das hat Xabi Alonso noch nie gemacht. Aber bei Víctor Valdepeñas traut er es sich. Und das Schlimme, es war sogar falsch. Víctor Valdepeñas hat das gemacht, was du als Außenverteidiger in der Sekunde zu tun hast. Du musst einen Schritt rausgehen, um den Gegner in Abseits stehen zu lassen. Rüdiger hat geschlafen. Der Junge hatte noch nicht mal Schuld. Aber ein Xabi Alonso würde sich niemals trauen, einen Rüdiger so anzuzählen, einen Mbappé so anzuzählen, einen Vini, dem nichts gelungen ist, einen Rodrigo, der wochenlang katastrophal war. Die hat er nie so angezählt wie diesen Jungen. Xabi Alonso ist stark gegen die Schwachen und ist schwach gegen die Starken. Und das ist einfach nicht der Trainer, der den Charakter hat, um Trainer von Real Madrid zu sein. Das ist meine persönliche Meinung. Solltest du eine andere haben, lass die bitte in den Kommentaren.
Ich bin sehr enttäuscht von der Leistung von Real Madrid und ich bin auch sehr enttäuscht von der Leistung des Schiedsrichters. Aber ich glaube, wir reden über die Leistung der Spieler. Ich komme jetzt zu der Spielerbewertung und dann sage ich auch meine Meinung zur Leistung des Schiedsrichters. Thibaut Courtois, danke, dass du dich entschieden hast, Torwart von Real Madrid zu sein. Ohne dich hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Wieder mit einer unglaublichen Parade. Beim Gegentor konnte er nichts machen. Das war absolut Weltklasse vom Stürmer von Alaves. Rechter Verteidiger Fede Valverde, wie die ganze Mannschaft. Die ersten 20 Minuten hat er mir sehr gut gefallen, sehr aggressiv, hohe Ballgewinne am gegnerischen 16er, hat 2-3 Fouls rausgeholt, gelbe Karten für die Gegner. Alles lief super. Ja, und dann ist er wie der Rest der Mannschaft zusammengebrochen. In der Innenverteidigung, Rüdiger und Asensio haben einen tollen Job gemacht, hatten einen unangenehmen Gegenspieler. Beim Gegentor sah die gesamte Abwehr schlecht aus, besonders Rüdiger hat das Abseits kaputt gemacht, hat mir ansonsten gut gefallen. Víctor Valdepeñas wird nicht der nächste Roberto Carlos, wird nicht der nächste Marcelo, aber der hat einen anständigen, soliden Job gemacht. Schöne Bilder, wie die Mutter, die Oma und der Bruder sich auf der Tribüne freuen für diesen Jungen. Der hat den Traum von einem jeden Madridista gelebt. Er ist reingekommen und der hat seinen Job anständig gemacht. Also ich bin sehr zufrieden mit der Leistung von einem Víctor Valdepeñas. Tchouaméni, Arda Güler und Bellingham, ich nehme mal einen Tchouaméni und einen Arda Güler mit in den Topf. Auch die haben mir die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut gefallen. Hohes Pressing, aggressiv. Das Spiel ist die ganze Zeit über die Füße des Türken gegangen. Tolles Spiel. Aber als die Mannschaft zusammengebrochen ist, waren die beiden auch unsichtbar. Und ich nehme Jude Bellingham mal ein bisschen raus aus der Rechnung und ich erkläre euch auch warum. Warum ist ein Tchouaméni und ein Arda denn so unsichtbar geworden? Weil vorne keinerlei Bewegung ist. Wenn Tchouaméni oder Arda den Ball am Fuß hatten, wie gesagt, waren es die ärmsten Säue auf dem Platz. Wem sollen die den Ball denn geben, wenn da keine Bewegung ist? Wenn die Stürmer keine Tiefenläufe anbieten oder entgegenkommen, den Ball haben wollen, etc., lacht sich die Abwehrreihe von Deportivo Alavés kaputt. Und die Mittelfeldspieler können schön aggressiv Arda angreifen, schön aggressiv Tchouaméni angreifen, die ganz oft einfach sich vom Ball trennen mussten, bevor die den verlieren. Also die Leute im Mittelfeld, wie gesagt, die tun einen am meisten leid. Ganz oft blieb ihnen nur der Ball hintenrum, der Verteidiger wiederum auf Thibaut Courtois und der lange Ball. Warum nehme ich einen Jude Bellingham raus? Ein Jude Bellingham ist ein anderer Spielertyp. Der ist jetzt nicht der klassische Ballverteiler, sondern das ist jemand, der sich den Ball schnappt, den Körper reinstellt, an 1-2 Leuten vorbeigeht. Und das hat er gestern sehr, sehr gut gemacht. Für mich gestern war Jude Bellingham der beste Mann auf dem Platz. Er war zweikampfstark, er war bissig, ganz oft reingerutscht, um die Bälle zu erobern. Er hat sehr wenige Bälle verloren, hat den Pass zum Tor gegeben. War sehr aktiv. Jude Bellingham hat mir gestern als einziger Spieler fast von Real Madrid wirklich gut gefallen. Aber auch in diesem Zeitraum, wo Real Madrid verschwunden ist, würde ich mir ein bisschen mehr von ihm wünschen. Kommen wir zu den Stürmern. Und ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, Vini Junior hat das Spiel für Real Madrid entschieden. Er hat das 2:1 genial vorbereitet und danach einen glasklaren Elfmeter rausgeholt. Aber bevor ich dazu komme, muss ich sagen, mir persönlich ist das viel zu wenig. Du kannst als Vini Junior nicht 20 Mal, 30 Mal in den Gegner laufen und wir Madridistas müssen froh sein, wenn es zweimal klappt. Nein, das ist nicht der Vini Junior von früher. Viel zu wenig, katastrophales Spiel. Und ich hätte Vini Junior deutlich früher rausgeholt. Und das sage ich heute, obwohl er danach das Spiel für Real Madrid entschieden hat. Also ich stelle mich jetzt hier nicht hin als Opportunist und sage, oh, Gott sei Dank hat der Vini draufgelassen. Ein Vini kann immer ein Spiel entscheiden, ein Vini muss immer spielen. Nein, Vini, das Jahr 2025 ist für den Brasilianer zum Vergessen. Das Spiel gestern war zum Vergessen. Die Leistung viel zu wenig für einen Ballon d'Or-Kandidaten. Kylian Mbappé war gestern bei 70%. Man hat ihn quasi beim Tor gesehen und danach nicht mehr. Das Tor hat er aber Weltklasse gemacht. Aber im Großen und Ganzen zu wenig. Er hat sich für die Mannschaft aufgeopfert. Trotzdem mussten Xabi Alonso ihn viel früher erlösen. Rodrigo, ersten 20 Minuten gut, danach unsichtbar.
Danach war er nur noch einmal zu sehen beim Tor, aber auch da viel zu wenig für einen Spieler von Real Madrid. Ja, und jetzt zu den Ersatzspielern, die haben ihren Job gut gemacht, muss ich sagen. Brahim, der ist auch das Jahr 2025 zu vergessen. Gonzalo hat einmal in einer 2:1 Situation, wo er mit Mbappé alleine aufs Tor läuft, die schlechteste aller Lösungen gefunden. Der muss da mit dem Ball laufen, bis der Gegner kommt und dann abspielen, aber nicht vorher. Naja, weiß Gott, vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen. Der ganzen Mannschaft fehlt Selbstvertrauen. Wie gesagt, die Niederlagen in den letzten Wochen haben Narben hinterlassen. Das hat man gestern auf dem Platz gesehen. Ja, und jetzt, nachdem alles gesagt ist, nachdem ich Real Madrid fertig gemacht habe, zu Recht, nachdem ich wirklich unzufrieden bin mit der Leistung, mit den Trainerentscheidungen, mit allem, komme ich jetzt ganz am Ende zu der Schiedsrichterleistung oder vielmehr zu der VAR-Leistung. Ein Vini Junior rennt in vollem Tempo nach einer genialen Einzelleistung. Schaut euch bitte die ganze Szene an. Vini schnappt sich den Ball am Mittelfeld, dribbelt an 4 Leuten vorbei. Wahnsinn! Wie früher Ronaldo, R9, also wirklich tolle Leistung. Und wird in vollem Tempo im 16er umgetreten. Das ist die Definition von einem Elfmeter. Das war vor 30 Jahren ein Elfmeter, das war vor 20 Jahren ein Elfmeter, vor 10 Jahren, das ist heute ein Elfmeter und das wird in 10 Jahren noch ein Elfmeter sein. Und der Schiedsrichter pfeift den nicht, obwohl der 10 Meter entfernt steht. Und das VAR greift nicht ein. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Ich habe euch gestern gesagt, wer im VAR-Raum saß. Der González Fuerte, der vorher schon angekündigt hatte, vor dem Pokalfinale, dass die Schiedsrichter Geschichte gegen Real Madrid schreiben. Und wir Madridistas sollen denken, dass es Zufall ist, dass dieser Elfmeter nicht gepfiffen wird. Das, meine Freunde, ist systematische Korruption. Und ich erwähne es mit Absicht ganz am Ende im Video, weil das nichts daran ändert, dass Madrid katastrophal war. Aber trotzdem ist Real Madrid kein Freiwild, ist ein Vini Junior kein Freiwild. Die gleichen Regeln wie für jeden anderen Verein auf diesem Planeten müssen auch für Real Madrid gelten. Und wenn ein Spieler ohne Ball umgetreten wird, ist das nun mal Elfmeter. Und Real Madrid macht noch viel zu wenig Videos. Solange Leute wie ein González Fuerte noch im VAR-Raum sitzen, noch Entscheidungen in dieser La Liga treffen dürfen, darf Real Madrid nicht aufhören, sich gegen dieses Schiedsrichtersystem aufzulehnen. Ja, so, das ist mein Schlusswort zu diesem Spiel, zu diesem Video. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teilen, hypen, hypen, hypen. Solltest du noch kein Follow da gelassen hast, tu mir den Gefallen und drück da drauf. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Allah